bitten, dir den Raum zu lassen, dass du uns am Schluss noch etwas spielst. Hast du einen Tipp für, wie können wir glücklich sein mit dem, was wir machen? Hast du? Die größten Referenten, die für Kraft und Leidenschaft für mein Leben sorgen, sind Glaube, Beten und die Bibel. Also letztendlich mein Leben so zu richten, dass ich, egal was passiert, oder wie es in meinen Augen aussieht, dass ich versuche, voll fokussiert bin, den Geschmack von Salz und Licht nicht zu verlieren. Da kann ich voll und ganz auf die drei Glaube, Beten und Bibel mich verlassen. Diese Tatsache gibt mir vielleicht die meisten Kraft und einfach stolz zu sein, was ich mache. Don't forget to subscribe. 구독해주세요. Guten Abend. Wir kommen jetzt zum letzten Programmpunkt und meine vornehmste Aufgabe ist es, Sie zu einer weiteren Achtsamkeitsübung einzuladen. Achten Sie bitte auf Ihren Atem, werden Sie ganz leise. Achten Sie bitte auf die Geräusche in Ihrer Umgebung. Bevor ich jetzt eine fantastische Künstlerin auf die Bühne bitte, die in Korea Kirchen wie diese, die ein bisschen größer sind, mit 100.000 Zuhörern füllt, mit ihrer Kunst. Bitte einen Applaus für Ji-Hae Park.
Guten Tag. Guten Tag. Das ist Ji Hei. Ji Hei ist in Karlsruhe geboren. Entschuldigung, in Mainz geboren, aber hat in Karlsruhe studiert. Genau. Ich bin Karlsruher, deswegen bringe ich das. Ihr Badisch ist aber sehr schlecht, deswegen müssen wir leider Hochdeutsch sprechen. Und Ji Hei, wie ich aber vor allem im Januar zufällig im Dinner kennengelernt. Genau. Und haben so ein bisschen geplauscht und sie erzählte so aus ihrem Leben. Ich dachte, ist ja interessant, ist ja interessant. Und später habe ich sie gegoogelt und bin aus dem Googlen gar nicht mehr rausgekommen. Also sie füllt tatsächlich in Korea riesige Säle mit, tatsächlich Kirchen mit 100.000 Leuten, die dir zuhören. Und es gibt einen fantastischen TED. Und dann habe ich sie sehr bekniet, sie möge doch noch mal nach Deutschland kommen, um auch mit uns darüber zu sprechen, weil sie eine ganz interessante Botschaft hat, die vor allem für CEOs, für Manager und so weiter ganz interessant sein können. Smash that like button. 구독해주세요. Diese Violine, die du hier hast, ist versichert. Ja, sie wurde im Jahr 1735 gebaut, also bei einem großen Geigenbauer namens Guarneri. Und ich hatte diesen Glück, dass ich diese Geige bekommen habe, und zwar für mein Lebenslang. Also großzügige Unterstützung von einem Geschäftsführer. Also für mich ein riesengroßes Glück. Aber ich war schon sehr gesegnet, würde ich sagen, dass ich die Geige, solch eine Geige, gebaut von Guarneri, in meinem Teenager schon für 11 Jahren behalten und spielen durfte. Und zwar dank der Stiftung Musikleben, dessen Home hier in Hamburg ist. Also letztes Mal, als ich hier in Hamburg war, da war ich für diesen Wettbewerb für die Geige, weil man muss durch einen Wettbewerb immer Preisträger werden, um diese Geige ein Jahr weiterhin spielen zu dürfen. Und ich musste dann fast jedes Jahr nach Hamburg mit Zittern, aber dieses Mal ohne Zittern, dass irgendjemand meine Geige wegnimmt. Okay, du hast lebenslang eine millionenschwere Geige, und als du jetzt, wir haben uns in Berlin dann getroffen, hast du immer dieses Ding sozusagen als Rucksack dabei, weil du es einfach nicht loslassen kannst, Ja, genau. weil es zu gefährlich ist. Ich war ja bei Z2X bei Jochen. Letzte Woche war das, oder vor 4 Tagen am Wochenende in Berlin. Und da wurde ich ungefähr so ein bisschen weniger als 30 Mal gefragt, ob ich, oder also derjenige, ob ich jetzt die Geige mal ein bisschen wegnehmen darf. Weil ich sah so unangenehm und schwer aus. Deswegen wollten sie mir nur hilfreich sein und sehr nett sein. Aber es war mir immer wieder schwer, immer wieder Nein sagen zu müssen. Z2X ist eine Konferenz für Menschen zwischen 20 und 29, die Zeit Online veranstaltet. Ich habe mich gar nicht vorgestellt, bin der Chefredakteur von Zeit Online. Und das ist also so ein Publikum wie hier, so sehr junge Leute in den 20ern, die sich inspirieren lassen durch Menschen wie Ji Hei. Es gab Leute, die geweint haben, als du aufgetreten bist und über dein Leben gesprochen hast. Und darüber wollte ich noch ein bisschen mit dir sprechen. Du bist sozusagen man kann nicht sagen in einer Musikerfamilie aufgewachsen, aber deine Mutter ist auch Violinistin. Genau. Du konntest sozusagen schon Violine spielen, bevor du laufen konntest, nehme ich an. Ach, ich weiß nicht. Ich kann nur sagen, dass ich nicht ganz genau erinnern kann, wann ich genau angefangen habe, die Geige zu spielen. Also ich wollte mit meinem ersten Stück erstmal mit dieser Musik mich vorstellen. Und zwar, ich dachte nur, hier auf diesem Podium, auf diesem bestimmten Podium, wird fast nur gesprochen. Und jetzt kommt jemand in ein richtiges Konzertkleid und spielt ein klassisches Stück. Und dann wird es zu einem Rockmusik. Und ich wollte damit nur ausdrücken, wer ich bin, weil dieses Stück, was ich gespielt habe, ist ein klassisches Stück aus einer Barockzeit. Und das fängt, wie Sie gehört haben, sehr depressiv, dunkel, sehr traurig an. Aber nach einem Wendepunkt kommt diese Rockmusik in meiner Version von Händels Saraband. Und dann explodiert das Stück mit voller Energie. Denke oder hoffe, dass dieses Stück wie mein Leben ist. Einst war ich total depressiv, verzweifelt und hoffnungslos, aber gerade diese Zeit hat mir gedient, mein Leben in Dasein voller Energie
mit unbegrenzter Musik zu machen. Ich wollte mit diesem Stück mich halt vorstellen, warum ich hier stehe und warum ich diese Mischung aus Klassik und Rockmusik mache und vor allem, warum ich in diesem overdresseden Kleidung stehe. Ist schon okay. Können wir darüber sprechen? Also du hast, ich weiß das inzwischen, ich habe dich ja schon ein bisschen befragt, du hast als junge Violinistin, du wolltest natürlich die beste Violinistin der Welt werden, 16 Stunden am Tag geübt. Ja, also von klein auf, ich war praktisch so gut wie umgeben von Musikern, weil meine Mutter hat ja auch in Deutschland studiert. Überall um mich herum waren Musik. Ich wollte natürlich so sein wie die großen Namen wie Anne-Sophie Mutter oder die wirklich berühmt sind als klassische Geigerinnen. Immer diesen Leute mich zu vergleichen, nachzuahmen, hat mich schon getrieben, fleißig zu üben. Aber irgendwann hat das angefangen, mich wahnsinnig zu machen. Also wie gesagt, ich habe bis zu 16 Stunden am Tag geübt, aber ich habe es so gefühlt, je fleißiger ich war, desto entfernte mein Traum von mir weg. Und so versank ich langsam zu einer Depression, aber in einer akuten Depression. Wie hat sich das ausgedrückt? Konntest du noch spielen, als du depressiv warst? Naja, das Gefühl von depressiv zu sein, das hat jeder. Deswegen war das am Anfang für mich auch sehr schwer, das zu realisieren. Also am Anfang konnte ich nichts merken. Ich habe nur gedacht, was stimmt denn mit mir nicht? Warum bist du denn so? Und immer war in meinen Augen nicht nur ein begabtes Mädchen, das andere zu mir sagten zumindest, sondern ein Mädchen, das jeden Tag versagte, mit allem. Also am Anfang war das so, dass ich mal sehr traurig und dann mal sehr hoffnungsvoll und wieder ein bisschen traurig, aber am Ende war ich nur noch traurig, einfach verzweifelt, weil ich nichts mehr machen konnte. Wenn Sie nach Hause kommen, googeln Sie Ji Haes Namen und schauen Sie den TED-Talk, den sie gegeben hat, der wirklich faszinierend ist. Wie bist du da rausgekommen? Was hat dich gerettet? Du bist von der Musik erdrückt worden. Das kennen viele, dass sie sozusagen von ihrem Job, du hast mal gesagt, je erfolgreicher ich geworden bin, desto schlimmer ist es eigentlich geworden. Interessanterweise, das werden sicherlich auch viele Manager nachvollziehen können. Was hast du getan? Wie bist du da rausgekommen? Ironischerweise geschah es bei mir durch die Musik, die mich wiederum in diese schlimme Situation getrieben hatte, mir meine Seele zurückgewann. Es war nicht nur die Musik, die klassische Musik, die ich kannte oder anerkannte, sondern alle Arten von Musik, zum Beispiel Pop, Rock oder sogar einfache Kirchenlieder, die alle waren die Musik, die mich ansprach. Es ist immer sehr schwierig für mich, so in Worte zu formulieren, wie das bei mir zu dieser Zeit war. Ich habe dafür ein Stück gefunden, komponiert bei Chopin, heißt das Lied der Nacht, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Tief in meinem Herzen war nur noch die dunkle Farbe, keinerlei Licht. Vielleicht drücke ich das mit Spielen auf. Mhm. Was ich sehr mag an diesem Stück, ist, dass dieses Stück die ganze Zeit sehr traurig ist, sehr hoffnungslos ist. Aber schließlich am Ende dieses Stück geht die Sonne wieder auf. Und hier strahlt die Sonne wieder.
verstehen jetzt, warum die Leute ständig weinen, wenn sie Ji-Hae treffen. Es ist einfach... Ja, aber ich glaube, das passiert bei sehr vielen. Ja. Du hast gesagt, die Musik hat dich wieder sozusagen da rausgeholt aus dieser dunklen Welt. Hast du einfach solche Musik dann gespielt, oder? Nee, mir angehört. Es hat angefangen, mich anzusprechen. Das ist sozusagen ein bisschen komisch, aber auch ein bisschen ironisch. Aber gerade diese Musik hat mich krank, als ich wirklich keinen Ausweg mehr hatte. Ich konnte von keiner Ecke eine Art von Hilfe bekommen. Gerade diese Depression, da gibt es ja keine Operation, dass man einfach das rausnehmen kann. Ich konnte einfach nicht von da rausholen. Und dann irgendwo habe ich so ganz einfaches Lied angehört oder mir erklungen diese Lieder. Dann war einfach die Musik da, die angefangen hatte, mich zu trösten und auch noch streicheln. Das war eine hinreißende Phase in meinem Leben, vor allem als Musiker. Bis dahin bedeutete die Musik, in meinem Fall mein Beruf. Die Musik war bis dahin nichts anderes als ein Kampf. Es war kein Genuss oder irgendwas was Gutes für mich, sondern es bedeutete nur einen Kampf. Aber jetzt habe ich selbst die Erfahrung gemacht, wie stark die Musik den anderen in Form von Trost und Heilung und Hilfe bedeuten und bewirken kann. Und dann hast du auch dein Leben, also als du wieder langsam da rauskamst, hast du offensichtlich auch dein Leben verändert. Die Frau spielt halt nicht nur in der Carnegie Hall, sondern auch in Gefängnissen. Und da du tief religiös bist, du hast mal irgendwie, neulich waren wir frühstücken und du fragtest, ob du auch über deine Religion sprechen kannst. Dann dachte ich, naja, ist schon in Ordnung. Du spielst auch sehr viel in Kirchen mittlerweile, weil dir das sehr wichtig ist. Ja, mich von dieser dunklen Tiefe herauszuholen, habe ich dann angefangen, die Musik, auch wenn sie ganz leichte Lieder sind, nicht so anspruchsvolle klassische Musik sind, auf meine Weise wieder zu bearbeiten. Als erstes, was ich gemacht habe, war die Kirchenlieder auf ein bisschen höhere Anspruch von klassischem Niveau zu bearbeiten, sodass ich in einem Konzert das spielen kann, zu bearbeiten und dann aufzunehmen. Ich habe die Kirchenlieder CD zu meinem Pfarrer gegeben, zu beten. Er hat es sich angehört und gesagt, dass ich nicht nur für mich die Lieder spielen soll, sondern vielmehr anderen. Und dann hat ungefähr 7 Kirchen mir vorgestellt. Ich musste nichts anderes machen, als 1 oder 2 Stücke in einem Gottesdienst zu spielen. Damals war ich noch total kaputt von dieser Krankheit. Ich konnte ja nicht so viel leisten oder fleißig in irgendetwas sein. Bei diesen 7 Kirchen, es gab immer irgendjemand, der mich zu nächsten Level oder nächste Angelegenheit mich vorgestellt hat. Bei mir war das so, dass ich kein richtiges Musikmanagement oder irgendjemand von Musikbusiness hatte, sondern es waren immer die Kirchengänger, die da waren und selbst etwas bekommen haben und mich weiterhin verbunden haben. Und dann hat es alles angefangen. Und jetzt habe ich mittlerweile ungefähr 150 Konzerte im Jahr, manchmal mehr oder weniger. Neben richtigen Konzerte in Säle wie Carnegie Hall habe ich auch sehr viele Konzerte, wo die Leute halt nicht sehr gewohnt sind, klassische Musik sich anzuhören und zu genießen. Aber diese Herausforderung, dass ich jedes Mal wirklich vielseitigste Publikum habe, und nicht nur für das Ohr zum Genießen spielen muss, sondern immer eine bestimmte Nachricht oder Botschaft habe zu übermitteln. Das ist immer eine sehr große Herausforderung für mich auch. Aber gleichzeitig eine tolle Motivation und große Freude für mich geworden. Und jedes Mal einen Kick zu bekommen zum Leben und warum ich die Geige spiele, warum ich musiziere und überhaupt warum ich lebe. Du arbeitest nicht gerade weniger als vorher. 150 Konzerte klingt nach sehr, sehr, sehr viel Arbeit, aber du scheinst glücklicher zu sein jetzt. Ja, die 150, also durchschnittlich 150 Konzerte sind nicht mehr, mich unter Druck zu setzen, sondern machen mein Leben
glücklicher. Bevor ich jetzt verschwinde, um dir den Raum zu lassen, dass du uns am Schluss noch etwas spielst, hast du einen Tipp für Top-Manager, Chefredakteure? Wie können wir glücklich sein mit dem, was wir machen? Hast du irgendeinen Hinweis für uns? Wenn du so fragst, ich werde ein bisschen schüchtern, weil ich weiß ja, dass hier sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Leute hier gesammelt sind und ich bin vielleicht noch nicht so viel erfahren wie sie, aber für mich sind die größten Referenten und Leidenschaft für mein Leben sorgen, sind Glaube, Beten und die Bibel. Also letztendlich mein Leben so zu richten, dass ich, egal was passiert, oder wie es in meinen Augen aussieht, dass ich versuche, voll fokussiert bin, den Geschmack von Salz und Licht nicht zu verlieren. Da kann ich voll und ganz auf die drei Glaube, Beten und Bibel mich verlassen. Diese Tatsache gibt mir vielleicht die meisten Kraft und einfach stolz zu sein, was ich mache. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Dankeschön. Ich gehe schon mal. Was spielst du jetzt für uns? Ich habe mir sehr viel nachgedacht, weil dieses Stück wird ja diese ganze Wirtschaftsform schließen. Ich wollte keinen Hauch von dunkler Seite Ihnen übermitteln, sondern was wirklich Helles, was wirklich Herrliches, was wirklich Wunderschönes. Deswegen habe ich mir gedacht, Thais-Meditation zu spielen. Bin gespannt.
이번 영상도 마음에 들으셨다면 여러분의 구독과 좋아요 그리고 따뜻한 댓글까지 남겨주고 가주시면 정말 큰 힘이 됩니다. If you enjoyed this video, please don't forget to subscribe and like. And if you leave a comment, It would be huge support to me. Thank you so much.